Hi, na weißt du, wie man Fimo zum Stehen bringt? Das geht mit Resin. Um dir zu zeigen, wie das stehende Fimo geht, habe ich eine Suppe modelliert. Nein, ich esse meine Suppe nicht. Fimo, Suppe, Nudeln, im Stehen, geil. Für den Rand meiner Suppenschüssel fertige ich mir eine Cane an. Dafür verwende ich 3 Fimo-Farben. Die Fimo-Effektfarbe Rosenquarz, außerdem Magenta und Lila. Meine 3 Fimo-Farben rolle ich aus. Die Fimo-Farbe Rosenquarz gleich zweimal auf einer Stärke von 1,5 und einmal sehr dünn mit 0,5 mm. Die Fimo-Farbe Magenta und Lila rolle ich aus bei einer Stärke von 1 mm. Ich lege die 3 Fimo-Farben aufeinander. Ich beginne mit dem dick ausgerollten Fimo Rosenquarz. Darauf folgt Lila, das Ganze schließe ich mit dem Magenta-Ton ab. Aus meinen bunten Farbstreifen schneide ich mir kleine Stücke. Achtung, aufgepasst, die Kanten meiner Stücke schneide ich leicht schräg zu. Für meine Cane fertige ich mir insgesamt 7 Stücke an. Mein kleinstes Stück ist 0,5, mein größtes 2 cm lang. Ich baue mir meine Cane zusammen. Ich beginne mit dem kleinsten Stück, die anderen Stücke füge ich nacheinander an. Fertig sieht das Muster meiner Cane so aus. Das Muster umrande ich mit dem dünn ausgerollten Rosenquarz. Meine fertige Cane sieht so aus. Damit diese eckig bleibt, drücke ich gleichmäßig von allen Seiten. Ich fertige mir meine Suppenschüssel an. Dafür habe ich mir ein Grundgerüst aus Pappmaché gebaut. Mein Grundgerüst hat einen Durchmesser von 7,5 cm. Meine Pappmaché-Form habe ich mit Kreide ausgepinselt. Meine Form fülle ich mit der Fimo-Farbe Rosenquarz. Mein Fimo hat eine Stärke von 2 mm. Das Fimo habe ich dem Papiergrundgerüst angepasst. Jetzt entferne ich das Grundgerüst. Fertig sieht mein Grundgerüst aus Fimo Rosenquarz so aus. Ich backe das Ganze 15 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen sieht meine Suppenschüssel so aus. Den Rand meiner Schüssel belege ich mit der reduzierten Cane. Fertig verkleidet mit der Cane sieht der Rand meiner Suppenschüssel so aus. Ich verkleide meine kleine Suppenschüssel innen und außen mit der Fimo-Farbe Rosenquarz. Meine Farbe habe ich auf einer Dicke von 1 mm ausgerollt. Nach dem Einpacken sieht meine Suppenschüssel so aus. Meine Suppenschüssel backe ich 30 Minuten bei 110 Grad. Für das Ei verwende ich die Fimo-Farbe Weiß und eine Mischung aus Gelb und Orange. Die Fimo-Farbe Weiß habe ich auf einer Stärke von 1,5 mm ausgerollt. Das Eigelb packe ich mit dem ausgerollten Weißton ein. Für das Ei in meiner Suppe habe ich die Cane reduziert. Von der fertigen Cane schneide ich mir eine Scheibe ab. Diese Scheibe verschließe ich auf einer Seite. Fertig ist mein Ei für die Suppe. Für das Naruto-Maki meiner Suppe verwende ich die Fimo-Farbe Weiß und Magenta. Beide Farben habe ich mit der Fimo-Effektfarbe Transparent Weiß gemischt. Meine beiden Fimo-Farben habe ich auf einer Stärke von 1,5 mm ausgerollt. Jetzt drehe ich sie zu einer Schnecke auf.
Fertig sieht das Naruto-Maki für meine Suppe so aus. Den Rand meiner Cane-Scheiben versehe ich mit einem kleinen Rillenmuster. Jetzt wird angerichtet. Meine kleine Suppenschüssel habe ich bereits mit Nudeln gefüllt. Zum Naruto-Maki lege ich noch mein Fimo-Ei. Meine kleine Suppenschüssel habe ich noch mit etwas Fleisch und Grün dekoriert. Fertig sieht meine Suppenschüssel so aus. Für die schwebenden Nudeln habe ich meine Holzstäbchen an einem Becher befestigt. Mit dem Pappbecher backe ich meine Suppenschüssel 30 Minuten bei 110 Grad. Nach dem Backen fülle ich meine Suppenschüssel auf. Dafür habe ich mir Resin angerührt und das Resin mit brauner Kreide leicht eingefärbt. Ein paar Tropfen Resin lasse ich auch über die Nudeln nach unten laufen. Anschließend lasse ich meine Suppe trocknen, damit das Ganze gut aushärten kann. Oh, wie ich sehe, hast du mein Video bis zum Schluss angeschaut. Das freut mich sehr. Hast du noch Fragen, möchtest gerne noch etwas wissen? Dann schreib mir einen Kommentar. Ich beantworte deine Frage gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Froni.